Sehen wir den Ballastsack, ja, ist zu bestücken mit 100 Kilo, wenn wir im Hochaufbau sind. Feuerstoß kann man im Hochaufbau nicht schießen. Ansonsten im Tiefaufbau kann ich dann auch den Feuerstoß schießen. Da haben wir ganz normal das Rohr, womit wir, was verbunden ist mit der Waffenanlage, sitzt hier auf der Oberlafette drauf und die Oberlafette ist auf dem Dreibein aufmontiert. Haben hier ein Reflexvisier von 100 bis 1800 Meter bzw. 1500 Meter. Die Schulterstütze zum Freirichten der Waffe und auf der anderen Seite haben wir dann noch die Sicherung hier unten, wo wir dann auf Einzelfeuer und auch auf Feuerstoß stellen können. Zum Abfeuern der Waffe haben wir hier den Feuerwahlhebel, den Feuerungshebel, sowie hier oben können wir auch einmal den Feuerungshebel betätigen. Von rechts haben wir jetzt auch angebaut an die Waffe, weil die von rechts und von links zu laden ist. Jetzt haben wir von rechts geladen den Munitionshalter und hier den Deckel, wo wir dann die Munition zuführen können. Munition haben wir hier 40 x 53 mm. Die Munition kann in mehreren Munitionssorten gibt es die. Die beste Munition hier ist da die Hohlladung, die dann bis zu 70 mm Panzerstahl auch durchschlägt. Es gibt aber auch die Airburst-Munition, die man dann mit einem Feuerleitgerät auch noch so zünden kann, dass sie mit einem Laserentfernungsmesser ein Ziel anvisieren und dann manuell einstellen, ob 5 Meter hinter dem Ziel oder 10 Meter hinter dem Ziel dann die Munition zur Explosion kommt. Ja, hier sehen wir jetzt nochmal das Reflexvisier mit den Visiermarken von 100 bis 1500 Meter. Haben links und rechts auch die Vorhaltermarken für die Geschwindigkeiten bis zu 25 Kilometer pro Stunde. Und ganz oben, ich weiß jetzt nicht, ob es einsehbar ist, wäre noch die Justiermarke, das Justierkreuz, um die Waffe zu justieren. Ja, doch, ganz oben ist jetzt die Justiermarke zu sehen. Ja, ansonsten können wir die Gran Moskwa im Trupprahmen einsetzen mit den Richtschützen, mit dem Ladeschützen und mit dem Truppführer. Bis zu einer Reichweite von 7 Kilometer können wir dann zu Fuß abgesessen die Waffenanlage transportieren. Haben dann nur 64 Schuss dabei in einem Trupp. In der Gruppe sind wir ja mit 3 Trupps unterwegs, haben dann also 3-mal so viel Munition dabei und können dann abgesessene Infanterie sowie auch aufklärende Panzerziele damit vernichten. Gut, hier sehen wir jetzt den Gran Moskwa Trupp, links den Truppführer mit seinem LEM in der Hand, hinter der Waffe der Richtschütze und der Ladeschütze links an der Waffe. Geladen. Gut. Okay, wir beginnen mit der Zielansprache. Ab jetzt ist Übungsbeginn. Gut, Linden, auf 11 Uhr. Feindlicher SBZ. Mit Schützengruppe. Ja. Auf 600 Metern. Erkannt? Erkannt, Hilfsziel ist das weiße Schild links daneben. Richtig, genau. Ein Richtungsschuss. Ja. Ein feindlicher Panzer, 650, 12 Uhr. Erkannt? Erkannt, Corso davor. Ein Richtungsschuss. Treffer, Wirkungsfall. Ja, der ist viel zu hoch. Gehst du Zielmitte? Ja. Ja, lass mal aufsitzen.
Ja, ist zu tief. Gehen wir noch eine halbe Zielbreite nach rechts und 650 aufsitzen. Äh, 630 aufsitzen. Passt nicht. Wir probieren mit 600. Bis links daneben, Lynn. Moment, nochmal. Weiter nach rechts. Ja. Ja, das ist Treffer. Treffer. Gut, Treffer. Ja, war zu hoch 50. und nach links. Ja, Treffer. Okay, dann gehst du von links nach rechts rüber dann, ja? Also den ersten Wirkungsschuss in die Mitte und dann rüber von links nach rechts. Ja, die waren sehr gut. Sauber. Ja, das ist doch mal ein schöner Treffer. Und da gleich haltet. Wäre zu kurz ein bisschen. Also höher. Mal halbe höher. Mal zu hoch. Zu kurz. Nicht zu kurz. Nee, warte mal. Die sind ja drinne. Die sind drin, du nimmst den gleichen Haltepunkt. Wir haben, Ja. da sind halt Sprengsplitter bei. Ne? Ich Die versuche. Sprengsplitter, die siehst du halt nicht. Auch wenn du triffst. Der war rechts. Treffer. Ja, jetzt muss man langsam mal höher gehen, ey. Verschossen. Geschossen. Dann sammelt da die Munition auf, dass wieder ordentlich sauber aussieht.